Hallo und herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal Podologie und mehr. Heute geht es um ein sehr, sehr wichtiges Thema und zwar um Notfälle. Und was ihr beachten solltet, das erzähle ich euch jetzt. In der Praxis gibt es verschiedene Arten von Notfällen. Natürlich ist es ein Notfall, wenn der Patient mit einem eingewachsenen Nagel kommt. Aber ich spreche jetzt wirklich von den Notfällen, mit denen was keiner rechnet und wo man selber dann wirklich als Ersthelfer dann auch helfen muss. Nicht nur sollte, sondern muss. Wir beginnen mit den kleinen Notfällen, das heißt kleinere Blutungen. Wenn man jetzt zum Beispiel ich als Podologin arbeite mit dem Skalpell, da kann es schon mal passieren, dass man den Patienten reinschneidet. Das erste, was man machen sollte, mit dem Finger draufdrücken, die Wunde zudrücken und mit der anderen Hand hoffentlich in dem Beistelltisch, was man mit hat oder in der Praxis hat und Verbandszeug drin, das Ganze verbinden mit so einem kleinen Druckschutz. Sollte es eine kleinere Wunde sein. Dann gibt es auch manchmal, dass die Venen ganz oberflächlich sind und so kleine blaue Beulen gibt auf der Haut. Die sind sehr, sehr empfindlich und manchmal passiert es, dass so eine Vene aufgeht. Das Problem ist leider, die Blutung kriegt man nicht so schnell gestillt. Sollte das in der Praxis passieren oder daheim oder wenn ihr zufällig bei den Eltern oder Großeltern seid und das passiert, dann sofort draufdrücken, mit der bloßen Hand langt, ihr braucht vorher nichts desinfizieren, weil durch das, dass es direkt eine Vene ist, spritzt das Blut dann nämlich raus. Das heißt, sofort den Finger drauf und danach erst versuchen, den Verband und den Notarzt natürlich auch holen. So, das waren jetzt die leichteren Notfälle, die es gibt. Es gibt natürlich auch die Notfälle, die etwas krasser sind, zum Beispiel, wo jemand am Boden liegt. Man weiß ja nicht, was der hat. Leider ist es mir letztens passiert, dass eine Bekannte umgefallen ist. Sie ist Diabetikerin und ich wurde als Ersthelfer dazugerufen. Ja, was macht man jetzt in seiner Panik? Das Blöde ist nur, ich habe ein Handy gehabt. Ich habe so ein Handy, schön, aber in meiner Panik habe ich das blöde Handy nicht aufgekriegt. Und bei dem Handy ist es zum Beispiel so, wenn man hier die Schließtaste 5-mal drückt, kann es auch vorführen, 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier so das SOS, aber in meiner Panik war ich zum Beispiel nicht in der Lage, das Ding hier rüber zu wischen. Mir ist das einfach nicht eingefallen. Man denkt sich im Nachhinein, wie blöd kann man denn sein, dass einem das nicht einfällt, aber es ist leider so. Dann habe ich zum Glück mir den Notruf eingespeichert im Handy und habe den nachher gewählt. Was es auch noch gibt, egal welches Fabrikat es ist, man drückt hier unten drauf und dann kommt hier in der Ecke Notfall. Da kann man auch drauf drücken und dann wählt es eben den Notruf. Das kann man jetzt bei jedem Handy machen, auch wenn kein Empfang ist. Das heißt, die Notrufnummer geht immer. Notrufnummern habe ich hier auch nochmal eingeblendet und was ihr wirklich, ja, macht es idiotensicher einfach, weil selbst ich, was eine medizinische Ausbildung habe, war in der Situation so sehr überfordert, dass ich den Notruf erstens mal verkehrt eingeben habe, mit dem Eintippen, ich habe das nicht einmal hingekriegt und erst nachdem, dass ich das, wie ich es eingespeichert gehabt habe, dann gedrückt habe und der andere an der Leitung gesagt hat, ja, hier ist der Notruf, haben wir gesagt, ja. Yeah. Und was tust du dann? Du musst erstens mal ruhig bleiben, du musst sagen, wer du bist, was passiert ist und wo du bist. Ja, krieg das mal raus in der Panik. Ich war ja schon ganz stolz, dass ich das rausgekriegt habe. Mir ist auch schon passiert, dass ich nichts rausgekriegt habe und der andere in der Notrufzentrale hat mich nicht verstanden, weil ich so dermaßen aufgeregt war. Also es heißt da eigentlich immer, ruhig bleiben. In der Situation kannst du nicht ruhig bleiben, das funktioniert nicht. Erstes hast du schon mal einen Stress, dass du das Handy überhaupt aufkriegst, dass du einen Notruf wählst und dann sollst du noch ruhig bleiben, dass du noch sagst, wo du bist und was passiert ist. Naja, ich war ja schon ganz stolz, dass ich das rausgekriegt habe. Dann habe ich meiner Bekannten noch ein Stückchen Traubenzucker abgebrochen. Sie war so halbwegs bei Bewusstsein, sie hat einen Unterzucker gehabt und da habe ich ihr das in die Backentasche reingeschoben.
Nicht direkt in den Mund. Warum? Wenn jemand am Boden liegt und der krampft, der kann euch den Finger abbeißen. Wenn ihr nicht sicher seid, also ich war mir sicher, dass die Diabetes hat und ich habe auf Unterzucker tippt. Wenn ihr aber nicht sicher seid, was der Typ hatte, was da am Boden liegt, macht stabile Seitenlage, Notruf anrufen und gucken, dass er atmet. Falls er nicht mehr zu atmen anfängt oder er so komisch blau anläuft, glaubt's mir, das merkt's, wenn jemand blau anläuft. Dann kriegt er keine Luft und dann müsst ihr halt Reanimationsmaßnahmen machen. Aber die erkläre ich euch jetzt nicht. Dazu macht ihr bitte einen Erste-Hilfe-Kurs. Sollte meiner Meinung nach jeder haben. Weil ein Ersthelfer zu sein, in die Lage kommt man sehr, sehr schnell. Auch wenn man das nicht will. Ich bin zum Beispiel bis jetzt 3 Mal in diese Lage gekommen. Beim ersten Mal habe ich nicht einmal rausgekriegt, wer ich bin oder was ist. Beim zweiten Mal war es dann so, das war ein Selbstmörder, der hat sich aus dem 1. Stock runtergeschmissen. Ja, da kann man nicht viel tun, wenn da einer da liegt, überall rausblutet. Da kann man nicht viel machen als eine stabile Seitenlage und Notarzt rufen. Weil alles, was man da macht, ist eigentlich zu viel bei demjenigen. Und gucken halt, dass er weiter schnauft. Ja, und jetzt das 3. Mal bei meiner Bekannten. Also, es ist sehr schnell passiert, das Ganze. Wie gesagt, ob man es will oder nicht, das hat da keinen Einfluss drauf. Deswegen rate ich euch allen, macht einen Erste-Hilfe-Kurs und lasst den immer wieder auffrischen. So alle 5 Jahre mal macht wieder einen Erste-Hilfe-Kurs. Sachen ändern sich. Zum Beispiel bei der Reanimation hat man früher gesagt, 20 Mal auf den Brustkorb drücken und dann 2 Mal beatmen. Mittlerweile ist man so weit, dass man nur mehr drückt, dass man den gar nicht mehr abknutschen muss. Finde ich auch viel besser, weil wer weiß, was der da hatte, was am Boden liegt. Nun ja, die Notfallsachen, wie gesagt, man kommt schneller in die Situation, als einem lieb ist. Und man ist in dieser Situation, ist man, ja, wie soll ich sagen, durch den Wind einfach. Ich war ja auf mich schon ganz stolz, dass ich das hingekriegt habe, aber wie das nächste Mal ist, weiß ich nicht. Oder wenn man zu einem Unfall zurechtkommt, da sollte man eigentlich einen Notruf anrufen und den Insassen helfen und nicht blöd mit dem Handy filmen. Naja, es gibt immer wieder solche Idioten. Oder zum Beispiel die Einsatzkräfte angreifen. Das verstehe ich nun mal gar nicht. Weil ich will doch, dass demjenigen geholfen wird. Wieso soll ich dann die Leute, was dem helfen wollen, das heißt jetzt, sei es jetzt der Rettungsdienst, sei es jetzt die Feuerwehr, sei es jetzt die Polizei, die wollen dem doch nur helfen. Wieso gingen da manche Leute auf die los? Also das verstehe ich nun mal gar nicht. Weil ich bin in so einer Situation, wo man Ersthelfer ist, ich bin froh, wenn da einer kommt, der was Bescheid weiß. Weil ich sitze, auch wenn ich eine medizinische Ausbildung habe, ich sitze trotzdem da und bin ein Nervenbündel. Weil klar will ich, dass der überlebt. Aber andererseits weiß ich ja, ich kann dem nicht mehr helfen. Ja, gut. Schreibt mir doch unten in die Kommentare rein, ob euch vielleicht schon sowas mal passiert ist. Oder ob ihr irgendwelche Fragen habt, wie man beim Notfall oder was man machen kann. Ach seht, bevor ich es vergesse. Sollte bei euch einmal in der Familie ein Notfall sein oder in der Nachbarschaft. Ja, leider ist es heutzutage so, dass die Leute oft ihren Nachbarn nicht kennen und auch nicht wissen, ob der gesundheitliche Beeinträchtigungen hat. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn man sich den Nachbar ein bisschen anfreundet mit denen. Man muss ja nicht Best Friend sein. Also es langt schon, wenn man zum Beispiel eine alte Mutter als Nachbarin hat und einmal Hallo und ja, ein bisschen Interesse zeigt. Nicht Tür rein, Tür raus. Weil was ist, wenn mit der einmal was ist? Und ihr seid zufällig Ersthelfer. Dann wisst ihr auch wieder mal nichts. Für euch zu Hause gebe ich euch den Tipp, macht euch so einen A4-Zettel, so quasi einen Notfallzettel, wo drauf steht, wer ihr seid, welche Allergien ihr habt, welche Erkrankungen ihr habt und welche Medikamente ihr nehmt. Das sollte für jedes Familienmitglied erstellt werden
in einen hübschen Umschlag rein und das pinnt man am Kühlschrank. Weil, wenn irgendwas notfallmäßig anliegt, kann man das packen, kann das dem Notarzt zeigen. Teilweise ist man nicht einmal in der Lage, dass man spricht, weil man eben so ein Nervenbündel ist, wenn irgendwas auf die Gachen passiert. Also, erstellt euch so ein Notfallblatt. Am besten, wenn ihr es auch noch mal eins ins Auto gebt, weil da seid ihr auf der sicheren Seite, dass ihr dann wisst für euch. Es wäre natürlich schön, wenn das die anderen auch machen würden. Dann bräuchte man nur zum Beispiel ins Handschuhfach reingreifen, aha, du bist der und der, hast die Allergien und da ist der Notarzt dann um einiges besser dran, wenn er das alles weiß. Ja, das ist ein Tipp von mir. In der Praxis natürlich ist es so, die Notrufnummern speichert es ins Telefon ein und macht euch noch ein schönes Pickerl, also ein Aufkleber, wo drauf steht Notrufnummer so und so. Und dadurch, dass wir ja unsere Patienten auch eine Karteikarte führen und alles, das alles schon mal herrichten, bis dass der Notarzt kommt. Tja, das war es jetzt von meiner Seite bezüglich Notfälle. Hat euch das Video gefallen? Lasst mir einen Daumen nach oben hier. Hier geht es weiter zum nächsten Video und vergesst nicht unten in die Kommentare reinzuschreiben, wie es euch geht, oder habt ihr schon mal einen Notfall gehabt in der Familie oder seid ihr selber Notfall gewesen und habt euch gewundert, was passiert hier? Abonnieren nicht vergessen. Tja, und dann bis zum nächsten Video. Eure Andrea. Tschüss.